Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute nicht zu einem Lokomotiv-Review, sondern wieder zu einem Update von Fredhauen, meiner Anlage, was sich getan hat, was neu hinzugekommen ist. Alle diese Dinge werden wir uns heute anschauen. Und ich habe wieder ein bisschen was mitgebracht von Kleinserienherstellern und nicht ganz so Kleinserienherstellern, was wir uns dann auch nochmal im Detail anschauen werden. Apropos Log-Review, da kommt natürlich demnächst mal wieder was. Diesmal als erstes denke ich von der Firma Rocco. Was das ist, wird natürlich noch nicht verraten, aber da ist ein bisschen was für euch in Vorbereitung. Es muss ja nicht immer nur Märklin sein. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem, was ich hier so an Dingen für euch habe. Das erste ist die Firma Feisters Miniatures oder Miniaturen auf Deutsch. Und da seht ihr schon, die haben ihre Rechnung tatsächlich in einem bedruckten Umschlag mitgeschickt. Ich bin da ganz, baff gewesen tatsächlich. Das ist ein ganz kleiner Hersteller aus Belgien, der quasi, hier seht ihr auch, handmade, könnt ihr da wahrscheinlich lesen. Also der Dinge von Hand produziert, aber tatsächlich extrem viel Wert legt auf seinen Markenauftritt. Das kennen wir ja aus Deutschland weniger. Und da habe ich was Spannendes gefunden. Und zwar ein, nicht Schiffswrack, sondern quasi ein Schiff, was auseinandergebaut wird auf der Werft. Das kennt ihr vielleicht, wenn die auseinandergebaut werden, dann wird das immer in so Teile zerlegt, in Einheiten zerlegt. Und das Ganze gibt es dort in koloriert oder auch nicht koloriert. Ich habe jetzt die kolorierte Variante genommen. Da seht ihr mal, wie fein detailliert dieses handgemachte Modell hier ist. Hier kommt nochmal der Rest raus, also ist schon ein bisschen größer. Ist wirklich schön gemacht. Gerade der Rost hier an den Kanten, der ist richtig gut getroffen. Und auch diese Leitungen hier im unteren Bereich, seht ihr das? Die da so rausstehen hier. Das ist wirklich schön. Innen drin gibt es auch eine Treppe, gibt noch weitere Leitungen. Also das ist ein cooles Modell. Und da sind dann zum Beispiel solche Sachen wie so ein Schiffsdiesel dann hier drin. Und noch viel, viel mehr. Auch Dinge, die man jetzt gar nicht hier selber drin verwenden würde. Ups. Wie ein Tank mit so einer kleinen Steuereinheit und entsprechenden Rohrleitungen. Ein bisschen was davon habe ich auch schon tatsächlich auf der Anlage verwendet. Das Schiff selber hier, das müsst ihr quasi ans Ende der Szene ran. Und das passt bei mir platztechnisch gar nicht, habe ich festgestellt. Also da fehlen mir quasi so 3-4 Zentimeter. Insofern wird das jetzt noch nicht verbaut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und am Ende heißt das ja nur, dass ich eine größere Anlage brauche und das kann ja nie schaden. Aber grundsätzlich richtig, richtig cool gemacht, hochqualitativ, spannende Sachen und vor allen Dingen neben diesem ganzen Merchandising, was dabei war, gab es dann nochmal eine Packung quasi Free Samples, also Gratisbeigaben mit dabei. Und da seht ihr mal, was das für ein Kasten ist. Da war einiges drin. Ich habe jetzt noch ein bisschen was hier übrig gelassen. Da ist jetzt noch ein kleiner Haufen, ich glaube 6 Euro Paletten, allerdings aus Plastik, sind die jetzt noch drin. Da waren mehrere Leitern, ein Generator und solche Sachen. Das war alles gratis, schon vorkaloriert mit dabei. Finde ich, also ist eine Ansage. Wenn die sich ein bisschen quasi ausbreiten, bekannter werden, glaube ich, da können sich einige andere Zubehörhersteller dann auch tatsächlich warm anziehen. Weil preislich war das auch okay. Also dafür, dass es jetzt aus Belgien kam, hat mich das alles zusammen in Summe 58 Euro gekostet. Ist für handbemalt, handgemacht vom Preis her und von der Menge an Dingen, die dabei sind, absolut okay. Also wenn man mal überlegt, ihr bekommt das in unzusammengebaut und nicht bemalt für ungefähr 30 Euro und ihr bekommt für 30 Euro auch einen normalen kleinen Bausatz vom Hersteller, also oder vom Großserienhersteller. Das ist schon echt cool. Das passt. Und interessant ist, das war auch mit dabei. Ich glaube, das werden wir hier noch öfter sehen. Das ist ein kleines H0 Maßband eigentlich oder ein H0 Maßstab. Der hat hier oben die Meterangaben. Und jetzt können wir uns irgendwas nehmen, zum Beispiel diesen kleinen Kirovets-Traktor, oder so klein ist der gar nicht, den können wir da ranhalten. Und jetzt können wir sagen, dass der quasi fast 7,50 Meter
von Front bis hinten an den Dreipunkthalter komplett misst. Extrem spannend, finde ich schon ganz cool gemacht und so als Beigabe. Also ich bin da ein bisschen geflasht, was da alles dabei war, echt viel. Also das war so das erste, kann leider nicht komplett verbaut werden, deswegen habe ich es euch hier mal gezeigt. Das zweite, was ich euch auch auf jeden Fall richtig ans Herz legen kann, wenn ihr das noch nicht kennt, ist das Modellbaukaufhaus.de aus Süderbrarup. Übrigens, nur noch mal der Hinweis, das ist alles unter dem Video auch immer noch mal verlinkt, also ihr braucht euch jetzt nicht das irgendwie rausschreiben oder so, da sind einfach die Links drunter. Und bei den Sachen, die ich jetzt hier gerade vorstelle, die beiden, das sind auch keine Affiliate-Links oder so. Das heißt, da bekomme ich auch nichts für, sondern das ist einfach nur, weil ich hier festgestellt habe, da sind extrem coole Sachen. Also Modellbau Kaufhaus bietet primär Ätzteile. Das heißt also zum Beispiel solche Gitter oder Zäune oder bestimmte Gartenmöbel oder so in H0. Aber auch Gullydeckel. Und ich habe auf Fredhauen noch keine Gullydeckel und dann habe ich da diese hier gefunden. Könnt ihr erkennen, was da Schönes drauf ist? Die Hamburger unter euch müssten es vielleicht erkannt haben. Und zwar sind das die typisch hamburgischen Gullydeckel mit dem Stadttor drauf und den 3 Sternen. Das Ganze funktioniert so, da gibt es dann einmal diese Rahmen. Das heißt, man bohrt ein Loch in die Anlage, macht den Schacht dann schön dunkel, dann kommt dieser Rahmen da oben drauf und dann kann man eben mit einer Pinzette hier den Schachtdeckel oben draufsetzen, kann den aber auch später, wenn man eine Baustelle darstellen will, wieder öffnen. Und die gefallen mir jetzt vom Detaillierungsgrad hier wirklich verdammt gut. Die sind natürlich von der Kolorierung her jetzt nicht so wie die Originale in Hamburg. Das muss man natürlich noch malen. Also ist hier diese klassische Metallfarbe noch. Aber die sind wirklich exakt so wie die Originale, wie ich die von zu Hause kenne. Genauso das hier. Das sind solche Schachtabdeckungen von der Telekom, die ja immer dieses schöne Betonmuster haben und dann in der Mitte quasi nochmal so ein Lüftungs- oder beziehungsweise Wasserdurchlassgitter. Habe ich auch ein paar bestellt, werde ich auch hier verbauen. Also das ist schon beeindruckend, in welchen Miniaturdetailgrad man hier mit diesen Ätzteilen gehen kann. Und da habe ich nicht nur das hier tatsächlich erworben, sondern ich habe auch ein paar Fässer gekauft, denn neben den Ätzteilen gibt es auch ganz viele Resinbausätze und Resinteile noch. Und die Fässer werden wir aber gleich auf der Anlage schon sehen. Die habe ich nämlich schon komplett koloriert und zum Einsatz gebracht. Was wir auch sehen werden und was ich euch auch jetzt von einem Großserienhersteller ans Herz legen kann, das sind bestimmte Leuchten von Viessmann. Und zwar haben die hier unten einfach nur so einen Stecker und das heißt Kontaktstecksockel. Und das Ganze funktioniert so, dass wir einen Sockel haben und dieser Sockel, der wird mit den Kabeln mit der Anlage verbunden und dann ist die Lampe im Endeffekt auf der Unterseite eben mit so einem Stecker ausgestattet und dann kann man die reinstecken. Wie das funktioniert, werdet ihr gleich live auf der Anlage sehen. Da habe ich das nämlich an vielen Stellen verbaut, weil ich diese Lampen einfach super finde, vor allem, weil man sie auch untereinander austauschen kann. Aber da zeige ich euch mal nochmal, wie das live funktioniert. Dann werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass das eine verdammt coole Erfindung ist und dass die Firma Viessmann da auf jeden Fall deutlich mehr von machen sollte. Also momentan machen sie noch nicht so viele mit diesem tatsächlich getrennten Sockel. Ich verstehe es gar nicht. Ich würde, glaube ich, einfach alle Lampen in H0 so bauen. Das Prinzip ist super. Und gerade wenn ihr irgendwas reinigen wollt oder so, ihr könnt die Lampe einfach abnehmen, irgendwo hinlegen, später wieder ranstecken. Was wir auch noch sehen werden gleich, und was wir eben schon kurz hatten, von Schuko. Kirovets K700A ist ein großer Traktor aus der Sowjetunion, der auch in die DDR exportiert wurde, aber auch nach Westdeutschland bzw. in die westeuropäischen Länder. Der ist gebaut worden ab, glaube ich, Mitte der 70er in der Version hier. Und den gibt es momentan immer in relativ guten Angebotskonditionen bei Amazon. Habe ich euch unten auch nochmal verlinkt natürlich. Das ist aus meiner Sicht ein ganz tolles Ladegut.
Gerade wenn man in jetzigen Zeiten vielleicht nicht so Panzer auf die Schwerlastwagen stellen will oder so, dann hat man hier so einen riesigen Traktor. Habe ich ein paar von, macht sich richtig gut, sehen wir gleich auch nochmal. Und dann als letztes vor dem Ausflug habe ich nochmal hier ein Navy Swift Boat, beziehungsweise ein, wie steht es hier hinten drauf, PCF, Patrol Craft Fast. Also ein schnelles Patrouillenboot von Revell. Das ist jetzt hier noch im Bau. Ja, also hier fehlen noch die Scheiben, die Farben sind noch nicht so, wie sie sein sollen. Ich habe noch nicht die ganzen Zusatzdetails dran. Das Ganze ist aber eigentlich ein Modell in 1:72, lässt sich aber aus meiner Sicht hervorragend in 1:87 konvertieren, denn es hat eine relativ lange umlaufende Reling und das sorgt dafür, dass man damit quasi den Eindruck eines anderen Maßstabs relativ einfach erzeugen kann. Das heißt, die Reling, die ihr hier hinten seht, die ist eigentlich höher. Und ich habe die einfach ein bisschen in der Höhe gekürzt, sodass sie eben für 1:87 Figuren gut aussieht. Für 1:72 wäre das jetzt so etwas über Kniehöhe wahrscheinlich. Aber das sorgt dafür, dass der Gesamteindruck des Schiffes dann schon eher in Richtung 1:87 geht. Und die Türen hier vorne sind auch so, dass man sagt, von der Höhe her passen die eigentlich auch zu 1:87. Also das kommt einem nicht so komisch vor. Das ist alles im Rahmen, sodass es einem nicht direkt auffällt. Und es ist eben ein schönes, relativ kleines Modell, also mit knapp 20 Metern. Oder jetzt gucken wir doch mal, was hat denn das Modell? Ich messe mal. Ja, also wenn das jetzt wirklich H0-Maßstab wäre, könnt ihr sehen hier, sind das so 18,5 bis 19 Meter ungefähr, die dieses Boot hätte. Also es wäre so ein kleines 20 Meter Patrouillenboot, gut geeignet für die Anlage und tatsächlich, wenn ihr da Lust drauf habt, mit einer kompletten Inneneinrichtung. Also wie gesagt, ist noch im Bau, aber hier ist eine kleine Küche mit Spüle, hier ist ja eigentlich alles irgendwie an Inneneinrichtung mit dabei. Und ich denke, ich werde das Ganze auch noch beleuchtet machen. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das so mache, dass ich das dann variabel an der Anlage befestige, dass ich das auch wieder abnehmen kann. Ja, also da bin ich auch gerade dran, dass quasi im Hafen in Fredhaun ein paar Dinge sich ändern können. Damit es übrigens nicht zu kriegerisch aussieht, ist natürlich jetzt hier die Kanone bzw. das Maschinengewehr, was hier hinten auf dem Deck ist, bei mir jetzt abgedeckt. Könnte auch ein Kran sein, weiß man nicht. Dann sieht das Ganze schon gleich weniger direkt kriegerisch aus, bleibt aber trotzdem ein kleines Militärboot. Das wollte ich euch mal vorher so einmal zeigen. Das schauen wir uns in Teilen jetzt auch noch mal live an, plus ein paar andere Sachen, was ich noch gemacht habe. Ich nehme euch jetzt mal mit auf die Anlage und dann schauen wir uns das alles an. Willkommen zum Rundflug über Fredhaun. Wie immer starten wir hier hinten in der Ecke. Und da ist auch tatsächlich schon das, was sich am meisten verändert hat. Und zwar meine kleine Tankstelle. Wer sie von vorher kannte, der weiß vielleicht noch, dass die kleinen Tanksäulen eigentlich hier in der Mitte standen. Mit meiner Grundidee damals, dass man quasi ja, auf beiden Gleisen dann gleichzeitig tanken könnte. In der Praxis habe ich das sowieso nie gemacht. Gedanklich sozusagen hier mehrere Loks abgestellt. Und es passte irgendwie auch nicht, dass man die Leitung unter den Gleisen dann verlegt hat zum Tank und sowas. Ja, es war auch noch ein anderer Tank vorher da. Was habe ich denn jetzt neu gemacht? Also erstmal habe ich hier den ehemaligen Bereich der Tanksäulen einfach mit ein bisschen feinem Schmirgelpapier abgedeckt, was ich dann nachträglich mit solchen Washes von The Army Painter ein bisschen hier ja, in die Struktur eingefügt habe. Das ist das eine, so dass man hier quasi so eine Abdeckung hat, dass man also nicht die Löcher sieht, die ich da vorher gemacht hatte. Das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Zum anderen habe ich hier den Tank eines alten Märklin Tankwagens verwendet und ein bisschen gealtert und mit einem Multiscan-Schild versehen. Das ist ja meine quasi, oder eine der Firmen, die hier in Fredhaun ansässig ist. Dann habe ich noch ein paar Fässer hier hinzugefügt. Die stammen eben von dem Kleinserienhersteller, den ich euch schon kurz vorgestellt habe.
wo ich auch die Gullideckel hier habe. Kleine Resin-Modelle waren in Summe 20 Stück. Einfach blau besprüht mit dem gleichen Blau, was ich auch für den Tank verwendet habe. Und dann als zweites bin ich rübergegangen mit einem Rostspray. Und jetzt seht ihr hier auch den Unterschied quasi. Es gibt hier auch Fässer, die sind sowohl blau als auch rostig. Genau. Dann habe ich hier auf der anderen Seite ja eine neue Plattform geschaffen. Das ist eigentlich nur ein bisschen Wellpappe, die ich grau angemalt habe, wie ihr da sehen könnt, auch am Rand. Und die wiederum ein bisschen gealtert wurde. Und im hinteren Bereich jetzt einfach ein Standardgeländer, ich glaube von Auhagen habe ich mir die mal gekauft, so ein ganzes Set. Grün angemalt, auch ein bisschen gealtert. Und dann hatte ich noch diese Treppenplattform, da seht ihr auch, das ist das Geländer sogar schon gebrochen, das muss ich nochmal reparieren. Die hatte ich aber noch so rumliegen und die passen natürlich hier super ran. Und das waren eigentlich so die Hauptdinge und dann habe ich mich so ein bisschen an die Gestaltung gemacht und eben hier so eine Kontaktstecksockellampe noch gehabt. Kontaktstecksockellampe heißt, die kann man hier einfach so rausziehen, wenn man will. Also das kann ich euch wahrscheinlich am besten mal bei der hier zeigen. Genau so eine Lampe ist das auch da. Dann habt ihr hier die LEDs drin und könnt ihr dann da einfach reinstecken und dann leuchtet die wieder. Da unten seht ihr diesen Sockel, aus dem man das rausholen kann. Ist mit einer Hand bei der Lampe ein bisschen schwieriger, weil die jetzt nagelneu ist. Genau, und da habe ich dann ein bisschen Fässer gestapelt. Der Boden ist eigentlich so geblieben, wie er ist. Dann haben wir hier wiederum ein paar Fässer. Das kleine Häuschen ist von der Firma Joswood, passt hier meiner Meinung nach gar nicht so gut hin. Also eigentlich müsste hier so ein kleiner Flachdachbau hin. Habe ich aber noch keinen passenden gefunden. Und ja, deswegen steht das erstmal da. Und dann habe ich hier so ein bisschen Ausgestaltung noch gehabt. Also jetzt zum Beispiel hier dieser kleine Notstromgenerator, der jetzt hier steht. Ich fand den da irgendwie ganz passend. Ob der jetzt dauerhafter bleibt, weiß ich nicht. Für den Moment fand ich es eigentlich ganz nett. Und das ist jetzt meine neue Tankstelle hier in Fredhaun am Rand des Bahnhofsbereichs. Knapp vor dem Ortsausgang, wie ihr sehen könnt. Genau, da liegen noch ein paar Möwen, die muss ich noch anmalen. Aber da sind sie auf jeden Fall gut aufgehoben und verschwinden nicht. Und weil wir da gerade Licht anhaben, seht ihr jetzt da hinten auch nochmal, wie ich jetzt die Brücke verändert habe. Ich hatte ja in einem der letzten Videos vorgestellt, wie ich die Klappbrücke gebaut habe. Und die hat dann hier hinten in dem Bereich noch so komplett eigentlich schwebend diesen Gegentank gelagert. Und das habe ich jetzt geändert, indem ich hier passende Streben angebaut habe. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine passende Beleuchtung. Das heißt, also die Brücke braucht definitiv noch so ein bisschen Arbeitsscheinwerfer und dann entsprechende Signale. Ich denke allerdings, dass ich mich da auf die Signale für die Schifffahrt hier beschränken werde. Das heißt also hier das Durchfahrt-Verboten-Signal. Denn ich habe ja für die Eisenbahn schon Signale hier stehen. Also da seht ihr, da steht zum Beispiel für die Zufahrt von der Hauptstrecke ein entsprechendes Signal. Ja, natürlich jetzt hier für die nicht. Aber das sind jetzt alles so aus meiner Sicht jetzt Sachen, da kann ich drauf verzichten. Für mich passt es dann, für mich ist es okay. Genau, da seht ihr auch ein weiteres kleines Update hier schon. Das Swiftboat, wie es leibt und lebt. Ungefähr da wird es dann liegen, wenn es hier im Hafen ist. Ist ja nicht dauerhaft vorgesehen, aber so als Besucher wird es dann hier reinkommen. Und ansonsten habe ich nur so kleinere Szenen vielleicht ein bisschen geändert. Also hier den stolzen Fischer, der steht jetzt mal hier an den Fischkisten. Dann habe ich hier noch ein schönes Ladegut mir geschaffen, und zwar von Schuko, diese Kirovets K700A. Die wurden auch tatsächlich
erstens in der Zeit, in der Fred Haun spielt, produziert und zweitens eben auch exportiert. Also es könnte durchaus sein, dass so ein Transport gar nicht so ultra unrealistisch war. Und ansonsten haben wir eigentlich primär neue Fahrzeuge hier dazu bekommen auf der Anlage. Und zwar steht jetzt da am Hafen gerade eins. Das ist eine Testfahrt Sizilien Hammerfest von einer Alfa Romeo Giulia, der Originalen. Sehr schönes Modell, muss ich sagen. Europa-Testfahrt Sizilien Hammerfest. Ich weiß nicht, wann die im Original stattgefunden hat, aber sie haben auf jeden Fall einen Tourhalt gemacht in Fred Haun am Hafen, um ein Würstchen zu essen oder einen Fisch. Und dann gibt es hier im vorderen Bereich auch ein paar Updates. Und zwar hier seht ihr ohne Kennzeichen, also die Fahrzeuge, die länger da sind, die haben ja alle Kennzeichen, wie ihr hier links und rechts gerade im Bild seht. Also hier die dänischen und teilweise auch die deutschen Touristen. Aber der Opel Diplomat, den ihr hier in grün Metallic gerade mit so einem schönen schwarzen Vinyldach seht, von Brekina, der hat tatsächlich noch kein Kennzeichen, denn der steht hier brandneu. Aber das ist schon wirklich ein Schiff, wenn ihr euch die Größe anguckt. Das ist ein Mercedes, ein relativ großer sogar. Also der Opel Diplomat war anscheinend wirklich ein sehr, sehr großes Auto. Ne? Genau, das waren hier so die Updates. Der Rest vom Bahnhof, von der Polizeistation ist eigentlich so geblieben. Ja, hier seht ihr auch, die sind echt praktisch, diese Lampen. Weil die könnt ihr mal eben rausnehmen. Und danach leuchten sie wieder. Und hier hinten gibt es auch einen Neuzugang. Lada Niva in Orange, ebenfalls von Brekina. Auch ein richtig schönes Modell. Gefällt mir richtig, richtig gut, wie sie den Lada Niva hier dargestellt haben. So sieht er aus. Und tatsächlich auf der Anlage selbst war es das so an Updates. Also ich habe so ein ganz bisschen hier wieder Material von A nach B verschoben in meinem Schrottplatz. Aber das fällt eigentlich gar nicht weiter auf. Und dann gibt es eben immer mal wieder so kleinere Veränderungen oder neue Ladegüter, wie jetzt hier von Modellbahn Union. Dieser schöne 40-Fuß-Container. Also ihr seht, ich bin hier wirklich so an den Detailarbeiten dran. Hier kommen nur noch die ganz, ganz kleinen Dinge neu dazu, die sich verändern. Oder eben so kleine spielerische Szenen, die hier ja, einfach neu entstehen, sich verändern. Der eine oder andere entdeckt sie vielleicht. Ich gehe nicht jedes Mal auf alles komplett ein, aber so ein paar Sachen verändern sich doch hier laufend immer. So viel also erstmal von Fred Haun. Da sind wir zurück von der Anlage. Jetzt habt ihr es gesehen. Also ich bin an den Details dran, da kommt natürlich immer noch was dazu, aber so die ganz großen Schritte, ja, die sind einfach nicht mehr möglich auf einer Anlage, die zu 95% fertig ist. Trotzdem glaube ich, dass wir da auch immer noch ein bisschen was zu gucken haben werden. Und ja, der Raum ist theoretisch ja noch größer, also es ist ja auch nicht gesagt, dass die Anlage jetzt immer so in der Form quasi enden muss, wie sie jetzt endet. Die Grundidee war ja auch, dass Fred Haun eigentlich nur die eine Seite, quasi den Wendehammer auf der Seite dort darstellt und eigentlich sollte da drüben quasi auch nochmal irgendwann vielleicht ein Wendehammer oder sowas sein. Und dann könnte man durchaus auch über eine größere Anlage nachdenken. Aber eins nach dem anderen. Ja. Erstmal bin ich eigentlich so ziemlich happy mit dem, wie die Anlage ist. Und ich baue jetzt gerne noch die weiteren Details ein. Oder eben solche individuellen Sachen wie jetzt hier dieses Boot. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Sache, einfach nur als Hinweis, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn ihr mich und meine Arbeit mit dem Kanal hier unterstützen wollt. Habt ihr dazu neben dem Schauen der Videos noch 2 weitere Möglichkeiten jetzt. Und die sind neu. Und zwar schaut gerne mal rein auf meinem eBay
Store, den habe ich euch auch unter dem Video nochmal verlinkt. Schaut da gerne mal rein, da gibt es jetzt auch von Brekina Modelle, denn ich habe mit der Firma Brekina jetzt Kontakt gehabt und darf jetzt als Johns MOBA auch offiziell als Händler Brekina Modelle vertreiben. Insofern, wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne mal rein in meinen eBay Store. Ihr könnt mir auch als Zuschauer eine Mail schreiben an mail@johnsmoba.de. Da schreibt ihr rein, was ihr gerne haben wollt und dann kann ich euch sagen, ob ich das habe oder nicht oder ob ich es bestellen kann und was das kosten würde. Und als Zuschauer, wenn wir das auf dem Weg machen, dann rechne ich quasi die ganzen eBay-Gebühren und so weiter für euch runter, die ich sonst hätte und dann bekommt ihr einfach pauschal 20% Rabatt auf die vorgeschlagenen Preise hier. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz cooler Weg. Wenn ihr Brekina-Modelle kaufen wolltet, dann freue ich mich, wenn ihr das bei mir macht. Das zweite ist, und zwar Dänemark. Wir haben ja eben Fredhauen angeguckt. Ich habe jetzt auch eine Kooperation mit Dänemark.de. Dänemark.de ist ein Buchungsportal für Ferienhäuser und da sind alle großen Ferienhausvermieter in Dänemark angeschlossen. Das heißt also, ihr braucht gar nicht dann getrennt bei Novasol und wie sie alle heißen gucken, sondern ihr könnt einfach auf Dänemark.de gehen und dort direkt das Ferienhaus buchen. Vorteil ist noch weitere Bestpreisgarantie. Das heißt also, Dänemark.de garantiert euch auch, dass das die günstigste Variante ist, dieses Ferienhaus zu dem Zeitpunkt zu buchen. Und wenn ihr das macht und ihr geht auf die Seite, dann geht da nicht direkt hin, sondern über den Link unter dem Video, beziehungsweise den Link auch auf meiner Homepage, johnsmoba.de, da habe ich das auch für euch nochmal verlinkt. Und dann bekomme ich da auch eine kleine Provision für. Und solltet ihr ein Ferienhaus buchen wollen, werdet ihr höchstwahrscheinlich um Dänemark.de gar nicht drum rumkommen. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das dann über meinen Link macht und damit auch meine Lokomotiv-Reviews und Fredhauen in seiner weiteren Entwicklung unterstützt. Das sind also eure Möglichkeiten über das reine Videoschauen hinweg. Und ja, wenn ihr mögt, dann sehr gerne. Wenn nicht, ja, ist kein Zwang, also ist einfach nur ein Angebot. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach so dabei seid und hier Kommentare schreibt und mir euer Feedback gebt, was für Dinge ich noch erweitern kann, was für Sachen ich machen kann und natürlich, wenn wir über das Thema Lokomotiven diskutieren. Ich bin schon ganz gespannt, weil das letzte Mal, wo ich eine Roco-Lokomotive hatte, hatte ich eine geteilte Meinung und habe die euch auch mitgegeben. Und damit habe ich dann ja, die Rocco-Fanboy-Gemeinde getriggert. Und da dachte ich so, Mensch, okay, das ist nicht nur auf Märklin bezogen, das gibt es für jeden Hersteller und schauen wir mal, wie es diesmal wird. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, da habe ich diesmal uns ein schönes Modell rausgesucht, wo es wenig Punkte gibt, wo man sich dann irgendwie drüber aufregen kann. Aber mehr dazu im nächsten Video. Freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dahin bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.